Servus Leute, was geht ab? Heute wieder ein Guide zu einem von den neuen 4-Stars, Dino der Toten im Baum. Ich habe den mir jetzt ein bisschen angeschaut, ich habe den leider noch nicht Full Skill up, also so viele habe ich leider ja nicht bekommen. Ist ein ziemlich cooles Element, muss ich fairerweise sagen. Also ich glaube, man kann ihn auf jeden Fall in sehr, sehr vielen Gebieten benutzen, vor allem weil er eine Anführerfähigkeit hat. Speed für Arena kann man sehr gut auch dort benutzen. Vor allem, weil er ja auch diesen Vergessenheit-Debuff hat auf dem zweiten Skill. Sowohl er als auch der Dunkle. Ziemlich geil. Auf dem dritten Skill hat er die Fähigkeit, Buffs zu entfernen und die Aktionslast von einem Element komplett auf 0 zu reduzieren. Und vor allem, wenn er dann schneller ist als das andere Element, ist der Angriff ein garantierter Crit. Heißt, man könnte ihn theoretisch auf Crit Damage bauen, ja doch, auf Crit Damage bauen und auch auf Schadenrichtung gehen. Aber ich habe den jetzt eher auf Geschwindigkeit, also ganz schnell gemacht, bisschen mit Genauigkeit und ja, Crit Damage, Crit Rate ist jetzt nicht wirklich viel dabei. Ich habe jetzt nicht auf die Stats gehabt. Ich habe den jetzt eher als CCler mitgenommen, weil ich halt eher das AOE Oblivion mit Strip und hier auch noch mit dem Strip eine Aktionsleiste. Wir werden jetzt ein paar Kleinigkeiten probieren, bisschen vielleicht PvP, bisschen andere Sachen, aber dann werden wir jetzt mal schauen, wo wir den überall benutzen können. So, ich würde es jetzt erstmal in diesem Team probieren. Ich habe jetzt mal ihn als Lead natürlich genommen, wegen 25 Geschwindigkeit, super fein. Wir haben jetzt einen Speed Booster. Natürlich ein Deathbreaker in dem Fall bringt uns der Deathbreaker natürlich gar nichts, klar, weil er die Verteidigung ignoriert. Also wir können anstatt eher einen anderen Attack Booster nehmen, der vielleicht auch noch die Aktionsleiste erhöht. Dadurch könnt ihr ihn langsamer machen, ist halt völlig fein. Ihr könntet natürlich auch hier eine Schweinsmeisterin nehmen. Das können wir actually machen in diesem Fall. Würde ich sogar sagen. Einfach, ja, nimm einfach mal eine Schweinsmeisterin. Ist jetzt egal welche. Ich meine, die buffen ja alle Attack, deswegen wir gehen einfach dahin. Packen jetzt einfach ihre Bauteile so drauf, fertig und damit ist der Hops gelutscht. Also in dem Fall könnt ihr das klar natürlich so probieren. Das Problem ist halt jetzt, er bringt halt jetzt mit dem Strip nichts, aber es ist nicht schlimm, weil es gibt ja auch einige Elements, die ja passive Fähigkeiten haben, die kann man natürlich damit versuchen zu unterbinden. In dem Fall haben wir jetzt halt nur 30%, weil ich die Skill-Ups nicht habe. Wir können es auf 50% gehen. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, ob wir überhaupt eins landen. Nein, gar keine gelandet. Aber ja, sollte trotzdem funktionieren. Sehr schön. Ist nicht wild. Kriegen wir hin. Alles tutti frutti. So. Das ist jetzt ein Feuerelement, er ist Baum, sollte vielleicht nicht mal funktionieren, aber es hat trotzdem funktioniert. Geil. Sehr, sehr cool. Wir heilen einmal. So. Angriff. Die beste Verteidigung, wie man immer sagt. Okay, Streifschuss ist nicht schlimm, aber wir haben es geschafft. Abfahren. Cool. Das gleiche können wir auch direkt hier probieren. Sollte auch fein sein. Also ihr könnt auf jeden Fall ihn sehr, sehr gut benutzen in einem Speed-Team. Und hoffen, dass es auf jeden Fall funktioniert. In dem Fall machen wir jetzt einfach das, weil wir wollen ja nicht, dass er jetzt vor uns dran kommt. Super fein, zack, kommt nicht mehr vor uns dran. Wir können hier buffen und versuchen, alle zu killen. Wird wahrscheinlich schwierig, ihn zu killen, war klar. Ja, das passiert. Aber wenn ihr jetzt natürlich einen besseren Cleaver habt, dann ist es natürlich umso besser. Dann müsst ihr nicht den Leseratte mitnehmen. Würde ich sowieso eher weniger empfehlen. Also, könnt ihr schon. Nur nicht gegen Feuerelements wie Doppelklinge. Das ist natürlich ganz gefährlich. Wir müssen den jetzt irgendwie killen. So. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Wenn wir Glück haben. Ah, Streifschuss. Naja. Wer jetzt? Schade. Okay, die passive, ich weiß nicht, wahrscheinlich keine Skill-Ups, deswegen hat der so hohe Klingzeit. Normalerweise wäre schon längst der letzte wieder zurückgekommen. Aber in dem Fall unser Glück, besser für uns, kann man nicht meckern.
So, das ist ein perfektes Experiment. Hier bräuchten wir natürlich nicht die Geschwindigkeit. Wir könnten gucken, ob wir vielleicht einen anderen Lead haben. Ne, haben wir leider gerade nicht. Aber was hier natürlich ziemlich nice sein könnte, ist halt dadurch, dass er Unvergessenheit prockt. Klar, jetzt hat er halt sie dabei. Das kann jetzt gefährlich werden, aber wir haben 2 Baumelemons dabei. Wir probieren es einfach. Ich will es euch einfach nur zeigen, was ich meine mit dem Elemon, mit dem Dino. Weil... Hoppala. Das war klar. Weil jetzt... Es ist... Wir wissen alle, Lichtbär ist ekelhaft und es gibt auch einige andere, Joker und so weiter und so fort. Alle, die sehr, sehr schlimme passive Fähigkeiten haben. Auch sie natürlich jetzt in dem Fall. Wir haben Glück, dass nichts passiert ist. Jetzt versuchen wir natürlich, diese Vergessenheit zu bekommen. 30% ist nicht sehr viel und ich glaube auch Resistance wird ziemlich viel sein, aber wir werden es trotzdem mal probieren. Unser Glück, sehr schön. Und damit... können wir es natürlich schaffen. Wir werden mal auf 1 runtergehen und gucken, ob der... Wie gesagt, Gläserrad ist auch nicht gut gebaut, also es wird jetzt vielleicht nicht mal reichen. Wir werden sehen. Ja, 30k. Leider nicht gereicht, aber hey. Mit einem guten Cleaver. Und vor allem jetzt habt ihr auch nicht mehr das Problem. Zack. Bumm. Geil. So, also jetzt probieren wir es einfach mal im Gildenkampf. Ich würde sagen, probiert das am besten nicht selber aus. Es ist halt einfach viel zu viel RNG dabei, jetzt das zu probieren, weil wir haben ja natürlich das Problem, wir sind erst bei 30% und 50% ist auf jeden Fall noch möglich. Es wird wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren, aber wir werden es einfach trotzdem testen. Ich denke mal, damit kann man zumindest das Potenzial sehen, was man damit erreichen kann, auch wenn es nur 50% sein sollten. Ich werde euch gleich noch die Spezialisierung zeigen. Oder ich zeige es einfach jetzt. Weil ihr habt ja die Möglichkeit bei Disruptor oder Initiator reinzugehen. Nuker, klar, wenn ihr den auf Schaden spielen wollt, könnt ihr auf Nuker gehen. Müsste man mal testen, kann man natürlich auch probieren, klar. Aber bei mir primär würde er eher der CCler sein, wegen Oblivion und wegen dem Pushback und wegen den Strips. Und da sehe ich ihn eher in Disruptor als in Initiator, weil, ich sage euch warum. Erstens, hier kriegen wir natürlich auch Genauigkeit, so wie hier, ist alles fein. Nur hier zum Beispiel, immer wenn du den Buff eines Gegners erfolgreich entfernst, erhöhst du durch deine Geschwindigkeit um 1 bis zu 15. Also je nachdem, wie viel man entfernt, kann man bis zu 15 Speed noch dazu bekommen. Vor allem, das ist halt sehr wichtig, die Effekttrefferrate von Flächenaktiv-Skills wird um 5% erhöht. Das Ding ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch nur eine falsche Übersetzung ist. Ich werde mich ja auch jetzt um die Übersetzung wieder kümmern. Das wird jetzt auch in den nächsten 2-3 Wochen passieren. Es kann natürlich sein, dass damit einfach nur die Accuracy gemeint ist. Ich meine, das müsste die Effekttrefferrate sein von dem Skill. Also quasi diese Fähigkeit, die müsste um 5% hochgehen. Das heißt, wir sind schon alleine deswegen bei 5% mehr. Und deswegen würde ich eher in diese Richtung gehen. Wie zum Beispiel Effektaktivierungsrate auch nochmal 5%. Effektwiderstand, gut. Das Effektresistenz, ja. Da bin ich jetzt einfach nur reingegangen, weil nichts besser ging. Wenn das nicht so sein sollte, wie ich es mir erhoffe, würde ich euch empfehlen, in den Initiator zu gehen, einfach weil man dann Speed hat. Das Problem ist, das braucht man halt gar nicht, weil man leert ja sowieso den ganzen Aktionsbalken auf 0. Bedeutet, es ist egal, ob man jetzt, nicht das, sorry, das hier, ob man jetzt hier noch die 10% oder 15% mehr hat, weil man leert sie sowieso auf 0. Das bringt halt nichts. Aus dem Grund würde ich schon eher in die Richtung gehen. Aber wir werden einfach mal probieren und gucken, was passiert. So. Das Team, ich weiß nicht, ob ihr dieses Team kennt. Das benutze ich seit einigen Wochen. Ich habe es noch nicht vorgestellt. Vielleicht habt ihr es bei dem einen oder anderen gesehen. Vielleicht habt ihr es ja schon bei uns in der Gilde. Vor allem einige benutzen das Team ja schon. Es ist eines der besten Teams momentan, um gegen Spezialist anzukommen, und vor allem in der Kombination mit den beiden und auch dem Mann im harnischen Wasser ist das halt ziemlich stark. Klar, wir haben jetzt den Baumbär dabei, weiß ich nicht, ob wir da eine Chance haben werden, aber wir gehen jetzt einfach mal kurz rein. Wir gehen auf den Feuerspezialisten mit dem zweiten Skill, und jetzt zeige ich euch, warum das so besonders ist, aus dem Grund. Dadurch, dass sie angreift, greift der Doppelklinge mit an. Wenn sie killen, kriegt sie jedes Mal durch die passive Einzug. Ich weiß, es ist kein Showcase für dieses Team, aber wenn wir schon mal dabei sind, erkläre ich es ja dann nebenbei. So, und sie kommt jedes Mal wieder dran, wenn jemand gekillt wird. Und dadurch greift er halt automatisch immer mit an. Jetzt haben wir es natürlich nicht gekillt, aber wir gehen natürlich mit dem Skill 1 rein. Hat jetzt nicht geklappt, aber sollte reichen. Das mal dazu. Falls ihr ein Video sehen wollt und Erklärungen haben wollt, dann kann ich euch gerne mal dazu mal was zeigen.
Aber ja, geht ja eigentlich hauptsächlich um den Dino. So, jetzt ist hoffentlich unsere Möglichkeit, dass wir ihn Oblivion geben und ihm Oblivion geben, damit wir mit dem Clockwork ihn raussnipen können. Also betet, ob es klappt oder nicht. Das ist blöd. Wir haben zwar Oblivion auf ihn bekommen, aber das Problem ist er. Wir werden leider nicht genug critten, um ihn zu killen. Leider Gottes. Hello. It's John C. Okay, ich habe nichts gesagt. Hat geklappt. Ist das geil. Okay, wir haben genug Schaden gemacht. Junge, 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 das ist echt einen Haufen Schaden. Ne? 42.000 mit der passiven vom Licht, von der Lichtschildkröte. Ist das Wahnsinn. Ist das Wahnsinn. So, eine Runde noch. Okay. Läuft. Cool. Das auf jeden Fall dazu. Also, wie ihr sehen könnt, funktioniert auch sehr geil mit dem Oblivion. Mega gut. Dadurch haben wir echt die Möglichkeit, nicht immer mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, klar, ich meine, ein Backup sollte man quasi als Wiederbeleber dabei haben, um natürlich vorzubeugen. Aber dadurch, dass wir halt keine Skill-Ups haben, ist es momentan noch schwierig. Ich würde empfehlen, ihn mit Skill-Ups natürlich für sowas zu benutzen. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Dino der Toten im Baum. Ist sehr gut in Arena zu benutzen mit gewissen Teams. Im Gildenkampf auf jeden Fall auch sehr gut zu benutzen. Habt ihr ja jetzt gesehen, kann man auf jeden Fall gut benutzen. Muss man nur schauen, dass man wirklich die Fähigkeiten full skillt. Es wäre sehr, sehr schön, wenn wir mehr Elements in anderen Elementen bekommen, die vielleicht Oblivion haben, weil Oblivion ist eines der stärksten Fähigkeiten, die wir momentan gegen einige Metas benutzen können, wie zum Beispiel Dark Joker. Aber es gibt natürlich auch andere Counter, wie auch Bomber. Bomber sehr gut gegen Joker oder auch Schweinsmeisterin Baum. Sie crittet ja auch nicht, sie macht ja den Schaden, den sie abbekommen hat, als True Damage. Also quasi jeder True Damage, den man macht, kann man ohne Crit Rate, wenn man natürlich auch verzichtet auf Crit Rate, kann man versuchen zu umgehen. Aber Oblivion ist trotzdem sehr, sehr gut. Wir haben jetzt zum Beispiel auch den Dark Dino bekommen mit dem nicht wiederbelebbaren Debuff, auch sehr, sehr wichtig. Das muss jetzt auch öfters kommen. Also es gibt auf jeden Fall einige Elements, die noch sehr schwer zu countern sind. Nur mal das dazu. Aber mega cool. Ich mag das Skillset vom Dino sehr. Mit dem CC allgemein. Man kann ihn natürlich als Damage-Dealer versuchen zu benutzen, wenn man auf Speed, Crit Rate, Crit Damage geht und dann halt noch, glaube ich, Attack. Würde auf jeden Fall sehr, sehr gut trotzdem funktionieren. Ich persönlich würde ihn eher als CC sehen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal in Disruptor rein. Ich hoffe nur, dass das, was ich euch schon erwähnt hatte, hier mit dem Effekt Trefferrate, dass das natürlich auch das gemeint ist, was ich meinte mit dem Skill prozentual. Weil hier steht explizit ja nicht Effektrate, sondern Effekt-Trefferrate. Kann natürlich auch sein, dass es die Accuracy ist, weil wir haben auch hier Genauigkeit. Da vielleicht nochmal von den Entwicklern eine bessere Differenzierung, weil man nicht genau versteht, was genau sein soll. Weil jeder kann jetzt spekulieren und sagen, ja, das ist Accuracy oder nein, das ist die Fähigkeit. Vielleicht da nochmal Feedback-Gespräch mit den Entwicklern, dass ich da nochmal mit denen abkläre. Aber wie gesagt, ich werde ja sowieso jetzt die Übersetzung von Deutsch nochmal übernehmen. Für all die neuen Spezialisierungen, für die neuen Elements, die in den letzten 2-3 Monaten kamen, sowohl für die Ripper, also ab Ripper, glaube ich, müsste es sein. Ab da werde ich nochmal die Übersetzung jetzt übernehmen. Werde nochmal alles schön ins Deutsch übersetzen, werde die Skills übersetzen, werde die Spezialisierung übersetzen, den Elementar-Dungeon, glaube ich, da gibt es auch noch einige Fehler, die noch gefixt werden müssen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Mal gucken, vielleicht steht es ja im Englischen anders, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe da noch nicht reingeguckt. Aber werde ich auf jeden Fall auch mal angucken. Und dann gibt es vielleicht mehr Klarheit im Deutschen, hoffe ich. Ansonsten muss ich nochmal wirklich mit den Entwicklern nochmal Absprache halten und gucken, wie genau diese Fähigkeiten gemeint sind, weil es ist halt sehr oberflächlich geschrieben. Es ist viel zu viel Interpretationsmöglichkeit in den jeweiligen Specs.
Deswegen, da muss auf jeden Fall mehr Klarheit meiner Meinung nach rein. Ich hoffe, ihr seht das wahrscheinlich genauso. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr darüber denkt, wie ihr das interpretiert habt. Aber meiner Meinung nach sollte das hier auf jeden Fall die Chance der Fähigkeit sein, weil es gibt ja auch hier zum Beispiel die Effektgenauigkeit der passiven Fähigkeit. Das ist halt, also es wird mindestens 3, 4 verschiedene Wortlaute benutzt, um ein Stat zu bezeichnen, was mir persönlich dann so das Gefühl gibt, dass das halt nicht alles das gleiche sein wird. Aber wie gesagt, ich werde die Übersetzung machen, dann schauen wir mal. So, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, den Dino zu zeigen und ich hoffe, ihr seid auch mit den neuen Elemons zufrieden. Wir machen weiter. Ich glaube, die nächsten Tage wird wahrscheinlich noch mal Wasser kommen. Dann machen wir noch die Vikings. Licht- und Dunkel-Dino könnte vielleicht auch noch Videos kommen. Zumindest vom Dunkel wird auf jeden Fall ein Video kommen. Licht werde ich noch schauen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ein Licht hat und schon probiert hat und mir die Möglichkeit geben könnte, ein Video dazu mal zu machen. Schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.